Ja, hallo YouTube. Wir sind im neuen Jahr 2016. Man hört hinter mir noch die Knaller. Ich stehe hier an einem See mitten in Berlin, an dem ich die letzten 2 Tage Habichte fotografiert habe. Ich fotografiere jetzt seit 3 Jahren Habichte und habe noch nie, da hört man einen, ich habe noch nie einen Habicht im Flug, also im Jagdflug fotografiert. Ich habe schon Habichte sitzend auf Bäumen, auf der Erde, auf Brunnen, überall, aber noch nie einen Habicht im Jagdflug und habe auch noch nie gesehen, wie er auf Beute Jagd macht. Also die Reiher kommen hier reingeflogen und setzen sich überall am Rand, in den Bäumen, in den Sträuchern, ins Wasser. Und die Habichte tauchen dann irgendwann auf und ja, jagen zum Spaß oder zur Übung die Graureiher. Und das gibt natürlich tolle Fotomöglichkeiten. Mit dem Licht habe ich ziemlich genau im Rücken dabei. Und ja, das ist mir hier jetzt die letzten 3 Tage gelungen, Bilder zu machen, auch Videos zu machen, was allerdings wirklich schwierig ist, weil ihr seht den See hier hinter mir, der ziemlich frei ist. Also ich habe von hier ziemlich gut freies Sichtfeld, aber trotzdem reicht das nicht mit einer langen Brennweite wie den 500er. Hat man nicht so viel Zeit. Ich muss beim Video mit der kleinen Sony, mit der ich filme, mit einer A5100, muss ich manuell fokussieren. Und das dauert wirklich lange, bis man den Vogel dann im Sucher hat und manuell scharf gestellt hat. Und der Vorbeiflug eines Reihers oder eines Habichts dauert vielleicht 5-6 Sekunden. Und das ist nicht viel. Ja, Video ist wirklich schwierig, aber ich habe ein Video gemacht, kann ich auch verlinken in der Beschreibung. Das Ding, weswegen ich eigentlich hier bin, sind Fotos und das geht auch ganz gut. Ich habe bisher immer mit 1,4er Konverter, also quasi mit 7D Mark II, dem alten 500 F4 und 1,4er Konverter von Canon fotografiert. Allerdings habe ich festgestellt, dass hier der 1,4er eigentlich überflüssig ist, weil wenn die Vögel so weit weg sind im Flug, dass ich einen 1,4er brauche, dann sind sie eigentlich eh zu weit weg. Ich muss hier wirklich darauf vertrauen, dass sie dichter kommen, dass das blanke 500er reicht, weil die Bildqualität dann auch einfach noch mal besser ist. Und ich habe eine Blende mehr Licht, was wirklich was ausmacht hier, weil man hat zwar Sonne, aber irgendwie sind auch große Teile des Sees, zumindest vormittags, im Schatten. Und wenn man da Action fotografieren will, und mit Action meine ich einen jagenden Habicht, da braucht man eine 2500stel, eine 3200stel vielleicht auch. Und dann ist man rucki bei ISO 1000 mit Blende 5.6 oder ISO 1200, ISO 1600, was alles kein Problem ist. Aber was auch besser geht, will ich es mal so sagen. Ich versuche heute mal mit 500 mm am Kropf und Blende 4 und bedeutend weniger ISO was zu reißen. Mal schauen, wie das wird. Ja, ich habe hier die Kamera auf dem Einbein, weil es irgendwie unmöglich ist, die ganze Zeit im Anschlag die Kamera zu halten. Das ist einfach viel zu schwer. Deswegen auf dem Einbein. Das macht es bedeutend einfacher. Allerdings habe ich festgestellt, ist es natürlich auch, weil man quasi sich immer so mitbewegen muss, ist es auch extrem schwierig, einen richtig schnellen Vogel im Flug zu verfolgen. Das würde Freihand, wo man einfach nur die Kamera mitziehen muss, bedeutend schneller gehen, meiner Meinung nach. Also es ist immer so ein bisschen ein Kompromiss. Will man jetzt die ganze Zeit die Kamera halten oder will man wirklich schnell hinterherziehen? Vom Stativ geht es noch schwieriger. Ich habe hier einen Neiger dran, mit dem ich also die Kamera hoch und runter schwenken kann. Immer wenn der Vogel auftaucht, löse ich schnell die Feststellschraube und kann dann hinterherziehen. Sonst müsste ich immer mit dem ganzen Einbein hin und her, was sicherlich viel umständlicher wäre. Wenn nichts ist, ziehe ich einfach fest und kann loslassen. Das macht sie eigentlich ganz gut. Bei der 7D Mark II ist es möglich, die Sterntaste neben der AF-On-Taste mit einem komplett anderen Setting zu belegen. Jetzt habe ich die normale Belichtung, meinetwegen für Schatten hier im See,
auf die AF-On-Taste gelegt. Also ich fokussiere mit der AF-On-Taste. Die Belichtung für die hellen Partien, weil ich belichte komplett manuell, direkt in der Sonne, da würde ich natürlich mit meiner Schattenbelichtung quasi komplett überbelichten. Da habe ich mir dann auf die Sterntaste quasi nochmal die gleichen AF-Einstellungen gelegt und eine Belichtung für die Sonne gemacht. Also kürzere Belichtungszeit, kleinere Blende und weniger ISO wahrscheinlich. Muss ich mal sehen, wie das Licht hier heute noch wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert.